Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Zu gegebenen Anlass, da wir ja momentan das Glücks-Sale-Event haben und ein paar Pakete im Webshop zur Verfügung stellen, ja, hau ich mal wieder ein kleines Giveaway hier auf YouTube raus. Und zwar könnt ihr 50 € gewinnen, PaySafeCard Guthaben bis Sonntag, also am Sonntag um 15 Uhr losen wir hier den Gewinner aus. Was müsst ihr dafür tun? Falls ihr hier noch kein Abo dagelassen haben solltet auf YouTube, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr immer die Videos fleißig liked und ja, ansonsten müsst ihr einfach nur einen Kommentar hier unter das Video schreiben und dann nehmt ihr automatisch schon an dem Gewinnspiel teil. Wie gesagt, bis Sonntag habt ihr Zeit, 15 Uhr wird hier auf YouTube der Gewinner ausgelost und wir verlosen quasi ja das größte Paket sozusagen von den dreien, nicht direkt, aber im Wert von 50 €. Und das ist dann halt eben dieses hier, ne, für die Leute, die sich fragen, welche Pakete hier danach freigekauft werden, beziehungsweise weil man sich das wieder freikaufen muss. 25 € Paket kommt hier nach und dann das 50 € Paket, ne, falls ihr noch vorhabt, vor dem Legendary Dungeon oder sowas aufladen zu wollen, könnt ihr das natürlich jetzt noch sehr, sehr gerne machen. Ansonsten wird natürlich wieder das Giveaway hier unter anderem finanziert durch den Creator Code, den ihr immer fleißig eingebt. Das heißt, auch dieses Mal wieder, falls ihr hier Pakete kaufen solltet, macht das bitte ausschließlich nur über den Webshop, weil es kommt immer wieder vor, dass Leute das nicht wissen, dass man über Steam, iOS und Android 20% mehr bezahlt. Das heißt, da kostet das 100 € Paket als Beispiel nicht 100 € für 3600 Pilze, sondern 120 €. Deswegen ausschließlich nur über den Webshop aufladen und hier könnt ihr dann auch noch euren Lieblingscreator supporten. Und falls ich das sein sollte, dann ja, verspreche ich euch, werden solche Dinge, Creator nicht gefunden, ja moin, dort ist er nicht da, dann werden solche Sachen halt wieder auch refinanziert in Giveaways. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Creator da nutzen, ne? Gut, der Code funktioniert jetzt gerade nicht, keine Ahnung warum, aber normalerweise funktioniert er eigentlich oder sollte zumindest funktionieren. Ja, ansonsten werde ich das nochmal ansprechen und ansonsten, ja, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das supporten sollten. Ansonsten werden, ja, die Einnahmen von Creator Code auch wieder anteilig in gemeinnützige Organisationen auch dieses Jahr wieder gesteckt und vielen, vielen herzlichen Dank auch an der Stelle, dass das Video auch so gut ja, angekommen ist vor 2 Wochen, was wir hochgeladen haben und da werden natürlich auch anteilig die Spenden im Hintergrund auch dieses Jahr wieder gesammelt und Ende des Jahres werden wir dann auch wieder, ja, irgendeine, ich weiß es jetzt noch nicht welche, eine Organisation suchen bei mir in der Umgebung und werden dort dann auch wieder ein Video drehen und genau, dann seht ihr da, wo das Geld am Ende des Tages dann auch landet, was ihr hier, ja, da lassen solltet, wenn ihr halt eben den CC dort nutzt, ne? Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an jeden, der das supportet. Und ansonsten habe ich auch noch, ich hatte es ja gestern im Video schon erwähnt, ich hatte ja eine kleine Umfrage hier gemacht auf YouTube. Da könnt ihr sehr gerne auch vorbeischauen, wenn ihr hier auf meinen Kanal vorbeischaut, dann auf Beiträge geht und dann ein bisschen runter scrollt, dann seht ihr hier, welche Klasse soll ins Game kommen, habe ich eben gerade erstellt und dort könnt ihr euch aussuchen, beziehungsweise ja mal euren Vote abgeben, welche Klasse ihr am liebsten im Spiel sehen wollt. Ist es der Kleriker, der Blutweber oder der Mönch? Ja, ich wollte schon mal so eine kleine Umfrage, so eine Pre-Umfrage haben, in welche Richtung so ungefähr die Community geht, welche Klasse sie am liebsten sehen möchte und deswegen, genau, lasst euch jetzt von dem Ergebnis hier noch nicht beeinflussen, das ist jetzt, ne, wie gesagt, ganz frisch und deswegen mal gucken, wie es aussieht dann die nächsten Tage und ja, falls ihr da dran teilnehmen wollt, dann macht das sehr gerne, wie gesagt, bei mir auf YouTube Beiträge und dann hier drauf gehen und dann könnt ihr hier halt eben dementsprechend voten. Das wäre ganz cool, wenn ihr das macht, dann können wir schon mal so ein bisschen sammeln an Feedback, beziehungsweise uns mal so einen ersten kleinen Eindruck verschaffen, in welche Richtung die Community geht, so welche Klasse sie am liebsten sehen will. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich auch gestern, beziehungsweise heute ist das Video noch, als ich das hochgeladen habe, mir durchgelesen und das ist wirklich
ja, ziemlich durchgemixt. Also es ist noch nicht wirklich erkennbar, welche Klasse wirklich nun so heraussticht. Und viele meinten auch, dass der Kleriker ihnen ganz gut gefällt. Und ja, da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich so die Meinungen sein können. Ne? Deswegen, ja, also vielen hat ja auch damals der Mage auch an sich gut gefallen. Mir persönlich, boah, Glückstag-Event und Gold ist auch wirklich ein Segen, ne? Also wirklich krass. Also ja, ich persönlich musste sagen, ich fand ja die überarbeitete Version vom Magier damals auch gar nicht so verkehrt an sich, ne? Wenn man das als einzelne Klasse betrachtet hätte, beziehungsweise als neue Klasse, die dann rauskommen würde. Das hatte ich damals auch so gesagt, als das Thema aufkam. Ich hätte diese Klasse, beziehungsweise die überarbeitete Version von dem OG Magier, hätte ich gefeiert als einzelne Klasse auch, so, ne, so wie sie damals halt eben mit Mondstein und Sonnenstein und sowas rausgekommen ist, war tatsächlich vom Prinzip her gar nicht so verkehrt, aber die OG-Klasse sollte dadurch halt eben in Ruhe gelassen werden, so, dass der Magier halt eben der Magier bleibt und nicht eine überarbeitete Version davon darstellt, so, ne, deswegen ist sowieso immer so ein heikles Thema mit diesen OG-Klassen, dass man da an das Balancing rangeht, ne, weil die Klassen halt eben schon so lange da sind und ja, die feste Stammspielerschaft halt eben diese schon seit mehreren Jahren, über 10 Jahre teilweise, über ja, 15 Jahre nun aktiv spielt, und das wäre natürlich, da an das Balancing ranzugehen, ist ein heikles Thema, und deswegen ist das damals dann auch halt eben relativ schnell vom Tisch gekehrt worden, nachdem dann eindeutiges Feedback aus der Community gekommen ist, dass halt eben ja, das Rework des OG-Magiers jetzt nicht ganz so gut angekommen ist, ne? Obwohl man halt, wie gesagt, objektiv betrachten muss, dass die Klasse an sich nicht schlecht gewesen ist. Und jetzt sehen wir sie halt eben, jetzt ist sie da. Man kann sagen, es ist der überarbeitete Mage sozusagen, wie er eigentlich mal released werden sollte auf den OG-Magier, nur jetzt als einzelne Klasse der Kleriker, ne? Der Choleriker. So, ne? Also das natürlich auch ganz nett, muss ich sagen. Ne? Im Vergleich zum Mönch und zum Vampir, sage ich jetzt einfach mal, ne? Das heißt ja Blutweber. Es ist ein, ja, also für mich ist es, es ist ein Vampir. Also ich werde jetzt nicht zu der Klasse irgendwie Blutweber sagen oder so. Ja, ich werde Vampir einfach dazu sagen und gut ist so, ne? Ja, finde ich auch jetzt im Vergleich, ne, also Kleriker, Vampir und Mönch, muss ich sagen, fand ich jetzt die anderen Klassen irgendwie noch mal ein Stück cooler, obwohl schon der OG-Magier als Rework, ne, also der Kleriker, auch schon nicht schlecht. Also mir nicht schlecht gefallen hatte in der Vergangenheit schon. Ne? Deswegen, ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit meiner Entscheidung tatsächlich, wie ich da final das denn ja, auf was das Ganze dann für mich persönlich am besten zutrifft, weil für mich ist es halt eben auch so eine zukünftige potenzielle Klasse. Ne? Und die soll mir dann auch sehr gut gefallen, deswegen bin ich da mit meiner Wahl im Moment noch sehr am Überlegen, ob es eher Richtung ja, Vampir oder Mönch geht. Ne? Man kann auch nochmal überlegen, so sich das nochmal anschauen mit dem Kleriker, aber im Moment ist da eher so die Tendenz bei mir, Richtung, ja, wie soll ich sagen, Richtung Mönch und halt eben Vampir, ne? Also, ja, stimmt da auf jeden Fall auch hier auf der Webshop-Seite ab. Ne, das hatte ich euch ja gestern schon gezeigt hier im Video. Und ja, aber die Wahl ist echt nicht einfach dieses Mal, muss ich sagen. Ne? Also es ist echt, ja, auch der Kleriker hat so irgendwie seinen Reiz auf jeden Fall, ne? Mit seinen Fähigkeiten hier. Ja, aber ich muss sagen, ja, irgendwie reizt mich halt die Klasse auch so. Also ja, bei mir ist es wirklich Mönch gegen Blutweber auf jeden Fall. Deswegen, ja, mal schauen. Also man muss ja irgendwo eine Entscheidung treffen, ne? Und dann wird es wahrscheinlich einer von den beiden sein hier. Ja, Freunde, ansonsten, genau, ist es das auch erstmal soweit zu dem Video gewesen. Ne? Ich werde hier jetzt mal noch schnell meine restlichen Dings machen hier, meine restlichen Würfelspieler-Teile. Und ich hoffe mal, dass ich ein bisschen
ja, ein bisschen Glück habe hier am Gold-Event jetzt, ne, über Glückstag plus Gold-Event, das kann natürlich sehr gut scheppern. Ne, 40 Mal am Glücksrad drehen, wenn man hier ein paar Mal Gold hittet, 75 Millionen pro Spin ist schon heftig. Und hier 20 Mal würfeln ist auch schon krass. Ne, deswegen mal gucken, was wir zusammenbekommen und wie das Ganze weitergeht. Ne? Bis dahin war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.